Seid gegrüßt, liebe Freunde des firmatischen Sterns. Wir befinden uns hier bei Hasle im Kanton Luzern und wollen uns heute einen Klassiker genauer anschauen, nämlich den Burschen hier. Bisschen klein, was? Keine Sorge, den großen Bruder habe ich gleich da parkiert. Einen Mercedes-Benz 300 TE Firmatic. Die 124er Baureihe wurde vom Spätherbst 1984 bis Mitte 1997 gebaut und ist der oberen Mittelklasse von Mercedes-Benz einzuordnen. Im September 1985 wurde auf der IAA in Frankfurt der Nachfolger der überaus erfolgreichen T-Modelle der 123er Baureihe vorgestellt. Insgesamt waren 6 Motorvarianten des T-Modells zum Zeitpunkt der Präsentation erhältlich. Mit den T-Modellen wurde im Rahmen des Mercedes-Benz Fahrdynamik-Konzepts der Vierradantrieb Firmatic vorgestellt. Die Firmatic ließ sich ausschließlich mit den Sechszylindermotoren kombinieren. Die Typen 300 TE Firmatic und 300 TD Firmatic wurden erst ab April bzw. August 1987 ausgeliefert und waren mit einem saftigen Aufpreis von 12.000 DM für die Firmatic verbunden. Schauen wir uns den Wagen einmal genauer an. Außen kann man die Abkehr der barocken Formgebung hin zur Moderne gut erkennen. Trotzdem ist die grundlegende Form erhalten geblieben, schlicht und elegant. Besonders elegant ist er mit den Gullydeckelfelgen, die meiner Meinung nach am besten zu dem 124er passen. Von hinten wirkt der Wagen sogar noch schlichter und vielleicht sogar noch einen Hauch eleganter. Zumindest im Vergleich zur Limousine mit ihren dreieckigen Rückleuchten. Die Farbkombination finde ich persönlich großartig. Die Lackfarbe heißt offiziell Nautic Blau Metallic und die Lederfarbe Dattel. Dieser Kombi ist relativ unscheinbar, macht aber richtig was her. Auch im Inneren herrscht schlichte Eleganz. Vom Kombi-Instrument über die Mittelkonsole bis hin zur Dachkonsole ist alles übersichtlich und einfach zu bedienen. Das Holzdekor, hier Wurzelnussholz, trägt hierbei am meisten zur Wohnzimmeratmosphäre bei. Wenn man sich in den Wagen setzt, fühlt man sich gleich entspannter. Ein Werbeslogan hat es auf den Punkt gebracht. Willkommen zu Hause. Der Wagen ist auch ungewöhnlich gut ausgestattet. Angefangen von der Außentemperaturanzeige über die orthopädische Fahrersitzlehne bis zur äußerst seltenen Wohnraumheizung ist hier fast alles drin. Sogar ein Beifahrer-Airbag ist verbaut, was für die Zeit recht ungewöhnlich war. Das hat aber den Nachteil, dass das Handschuhfach weichen musste. Dafür hat man eine Rollobox gleich unter der Armlehne. Komischerweise sind die hinteren Fensterheber nicht elektrisch und obwohl eine Wohnraumheizung verbaut ist, ist keine Klappsitzbank im Wohnraum vorhanden. Wahrscheinlich hat einer der Vorbesitzer aus Langeweile eine Wohnraumheizung nachträglich verbaut. So etwas kann schon mal passieren. Das T-Modell macht nicht nur als Wohnzimmer eine gute Figur, sondern auch als Lademeister. Das Doppelrollo mit Gepäckabdeckung und Insassenschutz gegen fliegende Fracht macht auf längeren Reisen Sinn. Die Sitze kann man mit geringem Aufwand umklappen und erhält einen vollkommen flachen Ladeboden. Praktisch ist auch die abnehmbare Anhängerkupplung, mit der man ordentlich was abschleppen kann, ohne dass sowas Hässliches rausragt. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Der Wagen ist der ideale Begleiter für Umzüge oder für den Baumarkt. Na, dafür ist die Polsterung eigentlich viel zu schade. Ja. Schauen wir uns doch mal den Motor an.
Unter der Haube verrichtet ein M103 Reihen-6-Zylinder-Motor mit 3 Litern Hubraum seinen Dienst. Er gehört zu den ausgereiftesten und langlebigsten Motoren, die Mercedes je entwickelt hat. Seine Standfestigkeit verhalf sogar einigen Tuning-Firmen wie AMG, Brabus oder Lorinsa zum Erfolg. Aber auch dieser Motor ist nicht perfekt. Das Kraftstoffpumpenrelais, das sich blöderweise mit dem auch nicht unwichtigen Überspannungsschutzrelais etwas verborgen hinter dieser Abdeckung versteckt, und die Zündanlage können etwas öfter Probleme bereiten. Ansonsten ist dieser Motor bei guter Pflege nahezu unzerstörbar. Jetzt aber genug geplaudert. Fahren wir eine Runde. Beim Fahren gibt's keine Überraschung. Alles ist übersichtlich, an seinem Platz und leicht zu bedienen. Und es gibt nichts, was den Fahrer ablenken könnte. Man sitzt sehr gut, nicht zuletzt dank der orthopädischen Fahrersitzlehne. Aber auch die normalen Sitze sind alles andere als schlecht. Die Vordersitze, das Lenkrad und der rechte Außenspiegel lassen sich elektrisch verstellen. Nur der linke Außenspiegel verlangt nach etwas Handarbeit. Trotz dieser Schufterei sollte jeder die passende Sitzposition finden können. Eine wahre Wonne für den entspannten Fahrer ist der Motor. Er läuft seidenweich und ist nur dann wirklich hörbar, wenn man ihn richtig fordert. Im Stand ist er sogar kaum zu spüren. Bei einem gut laufenden M103 Motor muss man schon auf den Drehzahlmesser schauen, um sich zu vergewissern, dass er noch läuft. Ein Drehmomentwunder ist er mit seinen 180 PS und 255 Newtonmeter Drehmoment allerdings nicht. Vor allen Dingen im unteren Drehzahlbereich. Die Leistung ist aber in den meisten Fällen mehr als ausreichend, um wirklich gut voranzukommen. Das hat unter anderem mit dem vergleichsweise hohen Drehzahlniveau zu tun. Um den Motor braucht man sich dabei keine Sorgen machen, der steckt das spielend weg. Das Fahrwerk ist ganz Mercedes-typisch komfortabel ausgelegt und bietet gerade genug Dynamik, um möglichst sicher von A nach B zu kommen. Wer sportlich fahren möchte, sollte sich anderweitig umschauen. Ein Highlight, wenn auch recht unscheinbar, ist sicher die Firmatic. Im Rahmen des Fahrdynamikkonzepts hat Mercedes einen hohen Aufwand betrieben, den 124er mit Allrad auszustatten. Mit einem Aufpreis von 12.000 D-Mark war das sicher auch kein Schnäppchen. Dafür hat die Firmatic einiges zu bieten. Die Firmatic funktioniert vollkommen automatisch und lässt sich, mit Ausnahme eines Hebels im Motorraum, um sie abzuschalten, nicht steuern. Es ist ein elektronisch gesteuertes System, das 4 verschiedene Fahrmodi hydraulisch schaltet. Im Standardmodus 0 werden lediglich die Hinterräder angetrieben. Wenn das System Schlupf an mindestens einem der Räder entdeckt, wird Modus 1 aktiviert. Dieser schaltet das Allradsystem ein mit einer Verteilung von 35 zu 65% auf der Front- und Hinterachse. Wenn immer noch Schlupf entdeckt wird, schaltet sich der Modus 2 ein, der das Mitteldifferential sperrt und die Kraft gleichmäßig an Front- und Hinterachse verteilt. Wenn auch das nicht reicht, wird der Modus 3 eingeschaltet, der zusätzlich das Hinterachsdifferential sperrt. Bei Geschwindigkeiten über 30 km/h wird der Modus 3 allerdings nicht eingeschaltet, da dieser nur für geringe Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Beim Anfahren befindet sich die Firmatic bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 12 km/h im Modus 1, also mit Allrad ohne Sperren. Wenn kein Schlupf entdeckt wird, schaltet die Firmatic automatisch in den Modus 0 und wird nur über die Hinterachse angetrieben, wie seine Geschwister ohne Firmatic. Auch für heutige Verhältnisse funktioniert die Firmatic hervorragend gut. In Kombination mit der Firmatic macht das optional erhältliche Schlechtwegefahrwerk Sinn, das auch hier verbaut wurde. Es ist nichts anderes als eine Höherlegung um ein paar Zentimetern und bietet dadurch etwas mehr Bodenfreiheit.
Ist der Wagen also der perfekte Alltagsklassiker? Nein, nicht ganz. Wie fast alles, was Stahl enthält, ist auch der 124er nicht ganz gegen Rost immun. Beim T-Modell sind die hinteren Seitenscheiben häufig betroffen. Auch an den Wagenheberaufnahmen unter der Batterie und dem Wischwasserbehälter verbreitet sich die braune Pest gerne. Exemplare der zweiten Modellpflege haben am meisten Probleme mit dem Rost, was vermutlich an der damaligen Umstellung zu Lacken auf Wasserbasis liegt. Bei dem Exemplar bleibt noch zu erwähnen, dass eine Reparatur der Firmatic unter Umständen recht teuer werden kann, wenn man denn jemanden findet, der diese durchführen kann. Zum einen sind die Teile wegen der geringen Stückzahlen relativ teuer und zum anderen kann die Reparatur recht aufwendig werden. Außerdem verbraucht die Firmatic bis zu 1 Liter pro 100 Kilometer mehr, je nach Fahrsituation. Wer die Firmatic nicht regelmäßig braucht, sollte zu einem Exemplar mit reinem Heckantrieb greifen. Auch ohne Firmatic ist die Technik zwar grundsolide, aber auch nicht perfekt. So reagiert beispielsweise der Motor recht empfindlich darauf, wenn die Zündung anfängt zu schwächeln. Es kommt bei dem Alter auch immer mehr vor, dass gewisse Steuergeräte wie beispielsweise das Kraftstoffpumpenrelais, das Überspannungsschutzrelais oder das Tempomatsteuergerät ausfallen oder langsam anfangen nachzugeben. Diese Teile sind allerdings bei Mercedes gut zu bekommen oder gut zu reparieren. Immer mehr Enthusiasten spezialisieren sich auf die Reparatur solcher Elektronik. Der Bursche hat ein besonderes Talent dazu, seine Aufmerksamkeit mit Reparaturbedürftigkeit zu erregen. Er wird schon liebevoll Murphy genannt. Alles, was kaputt gehen kann, geht kaputt. In der Beschreibung verlinke ich die Artikel zum Langzeittest von Murphy alias Redaktions-Benz, damit ihr seht, was auf euch zukommen kann, wenn ihr Pech habt. Man darf sich nichts vormachen. Es ist ein 27 Jahre altes Auto und wird nicht mehr jünger. Hin und wieder mal ein Wehwehchen ist für Young- und Oldtimer vollkommen normal. Wer darauf keine Lust hat, sollte sich besser einen Neuwagen zulegen. Wer ein gutes 124er T-Modell besitzt, gibt ihn in der Regel nicht mehr her. Das gilt sowohl für die Firmatic-Version als auch für die normale Hinterradgetriebene. Und das hat gute Gründe. Der Wagen ist sehr robust und zuverlässig, sofern man ihn gut wartet und pflegt, und auch noch ziemlich komfortabel und äußerst praktisch. Mit einer attraktiven Farbkombination und guter Ausstattung macht das Reisen sogar richtig Freude. Und dank der Firmatic kann kein noch so harter Winter oder matschiger Feldweg einen aus der Ruhe bringen. Wenn man einen haben möchte, sollte man sich Zeit lassen, um ein gutes Exemplar zu finden. Oder man hat eine Garage, die sich gut mit der Technik, insbesondere der Firmatic, auskennt und das nötige Kleingeld. Hier gilt oft die Devise: Der teurere Wagen ist am Ende oft der günstigere. Ich würde zu einem Mopf 1, also einem 124er der ersten Modellpflege raten, da diese die beste Rostvorsorge haben. Von der Firmatic würde ich fairerweise eher abraten, es sei denn man braucht sie. Egal ob T-Modell, Limousine, Coupé oder Cabriolet, 124er generell finden immer mehr Fans und gewinnen langsam, aber stetig an Wert. Viele geplagte Fahrer neuerer Mittelklasse Mercedes aus den 90ern bis Mitte 2000er kehren daher immer öfter zurück zum grundsoliden 124er. Kaum einer hat es bisher bereut.